So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute an Tag 4. Gestern gab es nichts zu vloggen. Einzige, was ein bisschen aufregend war am Ende war totaler Sturm, Leute. Ich habe quasi mit dem Turm immer fast in den Hänger reingehalten. Material sieht zwar ganz grün aus, ist aber doch relativ trocken, hat jetzt die ganze Nacht geregnet. Aber die Böden waren ja vorher gut trocken, sodass das alles auch gut eingezogen ist. Und dann heute Morgen, der Boden klebt nicht mal hier ein bisschen an den Reifen. Also ist alles sauber, selbst bei den Transportern. Also letztendlich Bedingungen trotzdem noch gut. Hat ja hier wochenlang nicht richtig geregnet, von daher geht das auch voll klar. Kann man das machen. Wir sind in der Trockensubstanz tatsächlich aber von 38, 40 auf 33, 36 runtergefallen durch den Regen. Haben sie sich nochmal richtig vollgesaugt mit Wasser. Das ist schon sehr selten, dass man so viel TS bekommt. Das kriegt man eigentlich so nur nach tagelang Regen. Aber das von einer Nacht ist schon beeindruckend. Ja, die Sorte hier heißt Hulk unter anderem. Hulk ist ja somit, glaube ich, die meistverkaufteste Sorte in Deutschland. Die performt überall ganz gut. Die war hier aber auch immer, sagen wir mal, nicht so on top. Ich glaube, für Hulk ist es hier ein bisschen zu kalt. Mag ich behaupten. Aber eigentlich war es immer eine ganz geile Sorte. Aber was dieses Jahr so ist, der bringt keine Masse mit sich. Obwohl der Bestand ja richtig gut aussieht. Der ist ja homogen, kompakt eigentlich. Aber die Halme sind sprillig, die Kolben sind klein. Teilweise nur so. So, und wir ernten hier gerade mal 12 Tonnen Trockenmasse, teilweise auch nur 10 und 8 Tonnen in so einem Bestand, der ziemlich gut aussieht. Also der performt dieses Jahr gar nicht gut. Wir haben gestern aber man muss auch sagen, das ist hier ein Landwirt und gestern haben wir für einen anderen Landwirt quasi gehäckselt, der für dieselbe Biogas liefert, so quasi, der war mit drin. Der hat eine Sorte LG gehabt, 21245 irgendwie, oder 31245, der hat den letztes Jahr auch schon gehabt und da war letztes Jahr auch schon die beste Sorte im Trockenmasseertrag und auch vor allen Dingen stärkehaltig. Und auch gestern muss man ehrlich sagen, ich wollte die Sorte auch dieses Jahr anbauen, habe aber kein Saatgut mehr gekriegt. Auch gestern muss man sagen, war das wieder über alles hier die beste Sorte. Also, was man LG-Sorten aber wirklich, was man sagen muss, die häckseln sich schwer. Also da braucht man immer 10% mehr Leistung für dieselbe Tonnage. Das ist definitiv so. Aber der war da richtig gut. Also 16, 17 Tonnen Trockenmasse im Schnitt mit 4 Wildschaden. Also der hätte da sonst, glaube ich, auch die 18 oder so geschafft. Also was ein guter Mais. Definitiv. Ich glaube, den habe ich euch abends dann noch gezeigt. Der stand wirklich gut. Auch richtig große Kolbenansätze. Der Betrieb hat auch gut Mikronährstoffe gefahren, dass die Kolben auch bis oben hin voll waren. So, einmal Gegenwiegen stoppen. Dass die Kolben bis oben hin voll waren und das hat man gemerkt. Also das ist Wahnsinn. Ich habe dieses Jahr auch, also so viel Mikronährstoff wie dieses Jahr habe ich noch nie gefahren. Was heißt noch nie? Sonst habe ich immer ein Drittel ungefähr gefahren von dem, was empfohlen wird. Weil ich ja mit Gerösten arbeite und ich habe ja meinen Gerösten oder bei mir immer viel Mikronährstoffe in der Biogas eingesetzt. Ich weiß ja nicht mehr, wie das in der neuen Biogas ist und ich glaube, da werden keine mehr eingesetzt. Von daher habe ich gedacht, nimm mal lieber ein bisschen mehr Mikronährstoffe rein. Und das, also wir reden hier von statt 100 Gramm 200 Gramm auf dem Hektar zu fahren. Und das, glaube ich, hat sich auch bewährt gehabt, weil mein Kolben war auch bis oben hin voll. Hannes, kommst du wieder in Teufelsküche mit diesen Worten. Ja, die Kornfüllung im Kolben war bis oben hin voll. Und das merkt man. Hauptsächlich Bohr ist mit einer der großen Bestandteile. Bohr ist ganz wichtig für die Blüte und für Fruchtansatz. Das merkt man. Ist ja auch im Raps so. Und Zink ist auch noch ganz wichtig. Zum Beispiel in Mais. Aber wenn ihr jetzt wollt, ja, wie viel nimmt man denn da? Einfach bei Google, Mikronährstoffe Mais. Und da gibt es, glaube ich, von der KWS auf jeden Fall eine schöne Seite. Die Yara hat eine schöne Seite. Bei Yara, glaube ich, heißt das Düngefuchs ist Piesteritz. Auf jeden Fall hat so ziemlich jeder Düngehersteller eine angenehme Seite. Dann haben die Pflanzenzüchter auch inzwischen gute Empfehlungsseiten. Und da steht auch was drin, so Mikronährstoffe. Steht überall ein bisschen was anderes. Muss man sich so von allem ein bisschen was zusammenlesen und zusammenreimen. Ansonsten KTBL. Nachschlagewerk der Landwirtschaft, Faustzahlen der Landwirtschaft. Da gucke ich auch immer noch mal gerne rein. Und da steht wirklich alles drin. Das ist so ein dicker Schinken, den habe ich schon ein paar Mal im Video gezeigt. KTBL, Faustzahlen der Landwirtschaft, gibt es bei Amazon für 15, 20, 30 Euro um den Dreh. Und gibt es fast jedes Jahr, alle 2 Jahre eine neue Auflage. Ist immer interessant. Also da, Leute, da habt ihr alles drin über
wie viel Dünger für welche Pflanze, wie viel Einsatzstoffe, wie viel Kosten, wie viel kostet das pauschal, wie viel kostet das pauschal, was kostet eine Halle zu bauen pauschal. Also es ist wirklich Faustzahlen der Landwirtschaft. Gut, mit den Kosten ist es ja aktuell so, weil es so explodiert sind, brauchst du keine Auflage dir angucken, die älter ist als 2 Jahre. So, aber mit der Düngung und Trockensubstanz und Trockensubstanzkurven, Silierverluste, Sickersaftverluste, Ast rein, Leute. Könnt ihr euch gönnen. KTBL, Faustzahlen der Landwirtschaft, ist keine bezahlte Werbung. Das ist einfach nur ein guter Tipp für euch. Ja, ansonsten, ja, aber ihr seht, ich kann gut durchfahren hier. 7 km/h, 7 bis 8 km/h, ein Mais, der mir fast bis zum Spiegel geht. Na, fast nicht. 15 cm weniger. Aber ich sag mal, ja, 2,50 Meter ist das. Wenn ich mir das Hinterrad vom Schlepper angucke, da ragt er deutlich rüber. 2,50 Meter ist er. Mal gucken, wann wir heute fertig sind. Ich habe auch die Drohne dabei. Dass ich jetzt hier nicht fliegen kann, ist klar, weil hier ist wirklich gutes, straffes Tagesprogramm, dass man sich quasi jede Pinkelpause gut überlegt. Oh, kriegen einen Anruf. So, parallel läuft ja die Weizenaussaat. Hat ja aber geregnet und wir fahren den heute Vormittag nicht, bereiten ja noch ein bisschen Saatgut auf. Aber da ich ja nur die Reinigung habe für die ganzen Öle, die macht zwar nur 1 Tonne in der Stunde, aber wenn ich jetzt noch 3 Tonnen Saatgut brauche, reicht das alle Male. Habe mir auch ein bisschen Versuchssaatgut bestellt, dies, das, jenes und ein bisschen Saatgut aus dem letzten Jahr hatte ich auch noch, sodass ich allerhöchstens ja, 3, 4 Tonnen Weizen überhaupt brauche. Und bei Gerste ähnlich. Bei Gerste, glaube ich, haben wir 3 Big Bags oder so aufbereitet, also vielleicht 20 Hektar. Den Rest hatte ich halt noch Saatgut aus dem letzten Jahr und halt anderes Saatgut gekauft. Aber ich muss sagen, ich fand Hulk eigentlich immer gar nicht schlecht. Er hat hier ganz gut performt auf dem Standort. Wisst ihr, früher war das so vor 10 Jahren, da gab es ein paar Züchter, die haben Top-Sorten gehabt. Und da konntest du von dem einen Züchter hast du alles genommen, weil das hat performt wie Sau. Aber inzwischen ist das gar nicht mehr so im Maisanbau. Wenn man sich die Landessortenversuche anguckt, da hat fast jeder Züchter eine Top-Sorte dabei in den ersten 10. Das ist nicht ein Züchter, der vielleicht 2 oder 3 darunter hat. Und inzwischen kann man auch wirklich, hier und da, kann man auch wirklich kaufen, mit dem man am besten kann. Also ich bin ja auch immer so ein Freund von, ich gucke zwar auch Landessortenversuche durch, aber ich muss dann auch mal gucken, wie die Konditionen sind und die Preise passen. Und ich sage euch so, wie das ist, schnell hier und da hat man mal so 20 Euro, 25 Euro pro Einheit. So 40, 50 Euro pro Hektar weniger Kosten, wenn man ein bisschen auf die Konditionen achtet und mit wem man dann so gut kann und wem man nicht so kann. Und ja, dann sind da 10.000 Euro mal schnell, die man am Saatgut spart. Die müsste man erstmal mehr ernten. Aber auch alle Züchter, wie gesagt, haben Top-Sorten. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Trotzdem, glaube ich, kann man da ein bisschen so durchprobieren. Einige Sorten performen ganz gut auf dem Standort, einige nicht so gut. Aber wenn ich sehe, ich habe dieses Jahr 7 Sorten oder so gehabt und die Performance war bei allen ähnlich. Man muss das auch ein bisschen vergleichen von Standort zu Standort. Also wer auf einem schlechten Standort steht, der kann natürlich nicht so viel reißen wie auf einem guten. Man muss das dann auch so ein bisschen gucken, wie sind quasi immer die besten Zonen und kann man die miteinander vergleichen. Aber die Performance ist ähnlich. Klar stechen da 1, 2 vielleicht raus, aber dass die so anderen so wegklaffen, ist wirklich nicht so. So, was so ist, ich werde mir im Winter noch mal Gedanken machen über den Sonnenblumenanbau. Aktuell ist der Preis wirklich komplett im Keller. 250, 300 Euro pro Tonne. Das ist, also wenn man 4 Tonnen ist ein extrem guter Ertrag bei der Sonnenblume, das muss man erstmal schaffen. Dann ist man bei 1.000 Euro Umsatz auf dem Hektar und das ist eigentlich zu wenig bei den aktuellen Kosten. Das kostet alles so viel Geld. Wenn man bedenkt, dass Saatgut alleine sind über 200 Euro auf dem Hektar. Ja, vielleicht werde ich da nur runtergehen auf so 10, 15 Hektar für die Ölproduktion. Aber ansonsten ist das für Futter XL, sag ich mal, ist das fast zu teuer zu produzieren. Weil da kann man auch sicherlich woanders Mengen einkaufen und das weitervermarkten. Das ist natürlich sehr bescheiden, aktuell Sonnenblumenmarkt.
War letztes Jahr auf so ein Hoch, aber dann haben so viele angebaut und dann ist der Preis komplett baden gegangen. Zeigt mir eigentlich, wie klein der Markt in Deutschland ist für Sonnenblumen. So, wenn ihr jetzt kommt halt mit, ja, du vermarktest doch selber, ja, na klar. Aber es muss ja immer den Vergleich dritter standhalten. Das heißt, der Handel kann ja nicht mehr bezahlen quasi wie einem Fremden, vielleicht nur einen kleinen Aufschlag, aber ja nicht so viel mehr. Das heißt, für die Landwirtschaft wird es ja auch ähnlich abgerechnet, als wenn sie an einen Fremden verkaufen würde. Und für den Handel ist es ja genauso. Für den Handel wäre es ja auch wirtschaftlicher gesehen, wenn quasi sie fremd einkaufen würden und nicht herstellen, weil selber herstellen ist halt teurer oder beim Landwirt. So quasi, so müsst ihr das sehen. Also so plane ich immer alles, als wenn das quasi ein Fremder wäre. Das heißt, die Güter werden gekauft, als wenn das ein Fremder wäre und verkauft auch, als wenn das ein Fremder wäre. Das macht den Sonnenblumenanbau aktuell sehr schwer. Also wenn man bedenkt, der Mais macht locker das Doppelte auf der Fläche, bei auch sehr schmalen Kosten. Eigentlich weniger Kosten, weil das Saatgut ist ein Tick günstiger bei Mais. Das Herbizid ist günstiger, kostet halb so viel. Statt 100 € bin ich da ungefähr bei 40, 50 auf dem Hektar. Düngung, Gerste, klar sind da 10 Kubik mehr Gerste auf dem Hektar unter. Das kostet ein bisschen mehr. Und Unterfuß ist auch ziemlich ähnlich. Ich mache ja kaum Unterfuß, von daher. So, und das wartet ja im Prinzip und dann wird noch geerntet. Dann hat der Mais, klar, der hat dann teure Erntekosten. Aber beim Doppelten an Umsatz bleibt das schon ein bisschen mehr hängen. Oder bleibt überhaupt was hängen? Bei 1000 € pro Hektar mit Sonnenblumen ist es nicht so prall. Ja, und dann kommen wir noch zum Thema Häcksler. Leute, macht euch doch nicht immer so fertig, ob der Häcksler nun bleibt und was nun ist. Also gefühlt könnt ihr ja gar nicht schlafen, wenn ihr das nicht wisst. Heißt ja, die Kommentare sind voll. Bei Instagram wird mir persönlich angeschrieben, was ist denn jetzt, also genau, Wortlaut 1:1, was ist denn jetzt nun mit dem Häcksler? So, ja Leute, macht euch nicht fertig. Ihr werdet sehen, was kommt. Ich sag mal, zu 95% geht der, weil er unrentabel ist. Und ihr müsstet da einfach noch 400 Hektar Mais im Lohn zusätzlich machen, damit der überhaupt wirtschaftlich ist. Und ja Leute, den kann ich aber auch einfach mal zu Hause bei meiner Familie sein, muss nicht wochenlang durchfahren. Einfach um dasselbe Geld zu haben, als wenn man den abgibt. Also, wer macht denn sowas? Wer geht denn arbeiten, um ein bisschen Blech auf dem Hof zu haben? Weiß ich nicht. Wenn da einige Landwirte und Leute Bock drauf haben, sollen sie das machen. Aber zu Hause sein ist auch schön. Aber macht euch nicht fertig. Ihr werdet sehen, nächstes Jahr was ist. Und dann ist gut. Und das ist nicht selten, Leute, die Leute, die mir schreiben, was ist denn jetzt mit dem Häcksler? Was ist denn nun? Könnt ihr gar nicht glauben, wie viele das sind. Es sind täglich mindestens 5 Leute auf Instagram. Bei TikTok geht's auch schon los. So, fahren wir erstmal hier weiter. Über den Tag, das Stück ist hier gleich ab und dann haben wir nur noch das letzte. Wir hatten heute Morgen noch 34 Hektar. Wir müssen hier einmal durch den Ort durch. Auf der anderen Seite sind dann noch 27 Hektar. Das waren hier heute Morgen noch 8. Aber sieht gut aus, geht gut weg und der textelt sich auch schön, wirklich. Schönes Material, geht gut durch. Macht Spaß. Transporter sind auch ausreichend, seht ihr. Hinter mir kommt gleich der nächste. Und dann muss ich das wahrscheinlich erst so ein bisschen einspielen und dann geht das seinen Gang. Gut, Leute. Wir hören voneinander. Und ja, erstmal schönen Dank wieder für die ganzen Abos und so auf YouTube. Social Media läuft momentan sehr, sehr gut, muss ich ehrlich zugeben. Können wir ein bisschen Real Talk machen. Und das läuft sehr gut. Ich stecke da auch momentan sehr, sehr viel Energie rein. Ich mache Erklär-TikToks, ich mache Erklär-Instagram. Kommt gut an auf den Plattformen. War relativ ein Zufall, dass ich das entdeckt habe, dass das so gut ankam. Ich habe gedacht, TikTok performt da nicht so gut, wenn man Dinge erklärt auf TikTok. Aber das läuft sehr, sehr gut. Und auch bei Instagram läuft das sehr, sehr gut. Und auch YouTube und YouTube Shorts. Und ich muss ja ehrlich sagen, wir wollen ja Leute für die Landwirtschaft begeistern. Wir wollen ja Aufklärung schaffen. Und das schaffen wir eigentlich weniger mit YouTube-Videos. Also, weil dass die Leute auf YouTube gehen und sagen, so jetzt gucke ich mir erstmal ein YouTube-Video von der Landwirtschaft an und lass mich aufklären, ist sehr, sehr gering. Also die meisten, die über uns stolpern, fangen ja meistens mit Technik an
und landen dann irgendwann bei uns oder über die Kinder oder so, was mir berichtet wird. Und Shorts ist tatsächlich etwas, also diese kurzen Clips, womit man Landwirtschaft relativ gut schnell erstmal anfangen kann zu erklären. Und wenn man dann interessiert ist, dann kann man weitermachen. Und so ein bisschen die Shorts und diese kurzen Clips sind die Einstiegsdroge. Die sind nicht für euch als Stammzuschauer gedacht. Und der Haken ist da im Prinzip auch rausgenommen, dass euch das angezeigt wird, sondern das ist für fremde Leute geschafft. Wenn wir Landwirtschaft aufklären wollen, dann brauchen wir sowas. Und von daher stelle ich da sehr viel Energie rein und das ist unterm Strich jeden Abend 1 bis 2 Stunden, die ich da sitze. Jetzt aktuell diese Woche nicht. Ich habe den MacBook nicht mitgenommen, weil wir auch ziemlich lange fahren. Bin so 20 Uhr ungefähr dann fertig auf dem Hof und mit allem Tanken und so. Und dann sitzen wir hier noch und erzählen ein bisschen. Und ja, dann sind wir da im Prinzip relativ durch. Und wenn ich nach Hause komme, mache ich das wieder. Habe aber auch gut vorgearbeitet gehabt am letzten Wochenende. Lisi war feiern und ich war mit Anton allein zu Hause. Der kleine Mann schläft ja irgendwann. Und dann habe ich da 4-5 Stunden abends das Ganze abgearbeitet für die nächsten 10 Tage, sage ich mal, auf den Social-Media-Kanälen, was ganz gut performt. Und da steckt man sehr viel Mühe rein. Und eine Frage ist auch tatsächlich, wie viele Stunden sitze ich denn da nun jeden Monat oder wie viele Stunden dauert das? Und dann könnt ihr davon ausgehen ungefähr, dass das alles in allem 100 Stunden im Monat sind, die man für Social Media da ausgibt, damit das so interessant wird wie das, was wir gerade machen. Und damit zähle ich dann auch zu inzwischen Projekte, die wir teilweise machen, weil das halt irgendwo interessant für alle ist und was man so mitnimmt. Und ja, der Podcast ist auch ein bisschen Werbung noch für den Podcast machen. Feldgeflüster heißt der. Wir haben 200.000 Hörer im Monat. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das ist der erfolgreichste aus der Agrarbranche in Deutschland. Da muss ich mir aber weit aus dem Fenster lehnen, Leute. Und könnt ihr gerne mal reinhören. Gibt es auf Spotify, gibt es auf YouTube noch nicht. Gibt es auf Prime, Amazon. Könnt ihr gerne mal reinhören. Und das macht auch Spaß. Aber die Aufnahme, wenn wir so eine Stunde quatschen, bereitest du ja erstmal alles vor und dann fängst du an zu reden, dann erzählt man kurz hinterher nochmal nach, das sind 2 Stunden. Guck mal, wenn man das viermal im Monat macht, sind alleine 8 Stunden, die dann schon dafür draufgehen. Aber das ist etwas tatsächlich, was öfter gefragt wird. Wie viele Stunden brauchst du denn tatsächlich für das alles? Und das ist viel. Und selbst, obwohl ich Katamax habe, Katamax schneidet aber nicht alles. Ich sag mal, übers Jahr verteilt sind es ungefähr 50%. Ja, der ist ja auch manchmal unterwegs. Dann schaffe ich Material nicht schnell genug hochzuladen. Dann ist er unterwegs am Wochenende oder so. Ist ja auch alles fein. Und dann schneide ich das. Oder er war auch im Urlaub. Das heißt, ich glaube, ich habe fast ein Dreiviertel der Erntevlogs mit dem Mähdrescher geschnitten. Quasi, während ich da gedroschen habe. Gut. Aber so, das ist, glaube ich, das, was euch interessiert. Dann sind wir auch aktuell noch wieder in der Shopplanung. Das heißt, neue Produkte im Shop, was wir total geil finden. Also, was wir denken, das ist cool, das macht keiner, da sehen wir uns. Und wir versuchen ja auch, das quasi so zu machen, dass es nicht Merch ist. Also, das klar ist es Merch irgendwo, aber wir machen ja kaum irgendwo diesen Landwirt in einem V-Slogan drauf, sondern wenn man jetzt ein T-Shirt mit einer Ähre drauf anhat, kann man das ja einfach als Landwirt cool anziehen, weil das irgendwie, ja, was ist, was man als Landwirt tragen kann. Man kann ja, oder mit Maiskolben drauf, das geht ja alles so. Aber es ist ja nicht klassisch als Merch, wird nicht klassisch als Merch erkannt. Und man muss sagen, wir haben einige Produkte, die dann wirklich richtig Merch wollen. Da soll Landwirt in der V draufstehen, die haben wir. Aber das meiste ist ja tatsächlich, was wir denken, das ist cool für die Landwirtschaft und da sehen wir uns. Und das macht auch Spaß, muss man ehrlich sagen. Das macht echt Spaß, weil es gut angenommen wird. Und weil man sich da auch irgendwo ein bisschen verwirklichen kann, weil man ein bisschen flexibler ist als in der Landwirtschaft. Und das macht auch Lisi Spaß. Die Lisi arbeitet ja mal die ganze Zeit eure Druckaufträge ab. Das heißt, alles das, was ihr kriegt, ist entweder von Lisi gedruckt, die Textilien, oder von mir bedruckt, die Textilien. Wir sagen, warum lässt du das nicht einfach fremd machen? Haben wir versucht. Gerade zur Weihnachtszeit hat das aber nicht richtig geklappt, haben die Leute leider zu lange warten müssen. Ich meine, aktuell mussten die Leute auch zu lange warten. Aber es ist so, wir wurden leider alle ein bisschen von Krankheit geplagt. Also ich habe
quasi viel gearbeitet. Lisi war krank, Anton war krank. Und jetzt ist es so, dass wir Textilien fertig gedruckt haben, aber die Person im Versand, die das alles macht, die ist krank und nächste Woche kommt dann quasi ein Ersatz, den wir organisiert haben, aber ist kurzfristig krank geworden. Und wenn wir alles vordrucken müssten, das ist Unmengen. Das würde Lager füllen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn wir 20 Motive haben und du hast von XS bis 5XL und von jedem würdest du, sagen wir mal, 5 vorhalten wollen und von den Peaks 10, 15, das sind Unmengen. Das ist nicht lagerbar und nicht bezahlbar. Und die Qualität ist auch einfach besser, wenn wir das machen. Das ist 100%ig so. Wir haben teure Drucktechnik gekauft. Wir haben DTF-Druck, das ist aktuell das Beste auf dem Markt, was so gemacht wird. Und das ist einfach cool. Das ist cool, dass die Leute das kaufen. Und wir haben inzwischen auch welche, viele fragen, wie verkauft ihr denn? Ja, wir haben auch Leute, die kaufen sich ihre komplette Arbeitskleidung von uns. Also die kaufen dann, keine Ahnung, 5-mal von diesen Hoodies, weil die wirklich gut sind. Ja, und 5 T-Shirts. Und das kaufen die dann einmal im halben Jahr und dann kaufen die wieder, weil das halt gut ist. Und in der Regel kaufen die Leute immer und immer wieder bei uns, weil das fetzt. Und das ist auch unser Anspruch, sage ich euch so, wie das ist. Das heißt, wenn wir auf eine Messe gehen und gucken erstmal Textil, dann sagen wir, jo, das wollen wir haben für unseren Shop. Und als letztes fragen wir nach dem Preis. Weil für uns ist das ganz wichtig, dass das cool ist, dass das geil ist, dass die Qualitäten in Ordnung sind. Und dann kann man immer noch mal über den Rest reden. Aber das ist das Wichtigste, das muss geil sein. Gut. Jo, genau, aber da waren wir beim Thema und das macht alles auch viel Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, wenn wir irgendwie so ein neues Motiv haben, machen wir das Probedrucke, gucken uns das an, sieht das cool aus, wird auch vieles verworfen, weil wir es nicht so geil finden. 1, 2 Motive lassen wir dann abstimmen auf Instagram und das ist auch so, was wir jetzt für die Öle planen, halt neue Boxen, dass das nochmal noch schicker aussieht und noch cooler. Aber dann lässt du dir erst Muster schicken, dann guckst du dir das an, wie könnte das passen und da vergeht echt Zeit, muss man ehrlich sagen. Und genauso wie bei der Lasergravur mit den Brettern, da kommt ja auch noch vieles mehr. Aber da probiert man sich erst aus, dann guckt man das an, dann bestellt man nochmal anderes Material, guckt sich das wieder an und da vergeht echt Zeit. Also wenn man da so eine Woche in unserer Textile, wie wir es nennen, verbringt, dann kommt da was ganz Gutes raus, aber die braucht man dann teilweise auch. Und da wir ja sowieso alles alleine machen, braucht man dann auch die Zeit dafür. Und dann kommen die Leute, ja, dann stellt doch Leute ein. Ja, die wollen ja auch bezahlt werden, Leute. So einfach ist das ja nicht. Und dann hat man den Druck, verkaufen zu müssen. Versteht ihr das? Sobald man das Ganze wachsen lässt und sagt, ja, stellen wir noch Leute ein und dies, das, jenes, dann muss man jeden Monat bestimmten Umsatz machen, damit sich das alles rentiert. Diesen Stress haben wir aber momentan nicht. Das haben wir nicht, weil wir das Ganze, was wir dafür gekauft haben, haben wir alles so bezahlt aus dem Ersparten. Quasi, was wir mit Social Media und so immer hatten und aus den ersten Ölverkäufen und dies, das, jenes. Das heißt, wir nutzen generell eigentlich nicht das, was wir da irgendwie einnehmen, das Geld, sondern das liegt erstmal immer auf dem Konto und dann überlegen wir uns, was wir damit als nächstes machen, weil das ganz interessant wird. Und so könnt ihr euch vorstellen, so ist das quasi entstanden. Das heißt, wir haben ja die ersten Ölverkäufe gemacht und dann haben wir uns über die nächsten Gedanken gemacht und dies, das, jenes und auch die YouTube- und Twitch-Einnahmen haben wir ja quasi erstmal angespart und dann haben wir uns damit überlegt, ja, dann kaufen wir uns alles für die Ölproduktion. Also so ist das entstanden. Wenn ihr euch mal fragt, wie hast du das alles finanziert? So. Mit den YouTube- und Twitch-Einnahmen und dies, das, jenes. Natürlich brauchte ich auch erstmal YouTube- und Twitch-Einnahmen, damit das überhaupt, also die Kosten gedeckt werden. Also ich habe alleine inzwischen Drohnen für 10.000 Euro, Leute. Also die hier in der Kabine ist 5.500 oder 5.300 gewesen. Und dann habe ich noch 2 andere. Man geht ja auch ein bisschen mit der Zeit. Das heißt, dann jedes Jahr könnt ihr euch vorstellen, verabschiedet sich mindestens eine GoPro, kauft man sich eine neue, 500 Euro. Dann hat man halt so permanente Kosten, so wie 70 Euro im Monat für Adobe-Abo mit dem Videoschnitt. Dann hat man Max. Da kommt nachher viel zusammen tatsächlich. Das mag man gar nicht glauben, was man so als Grundbedarf schon tatsächlich hat. Und da musste man ja erstmal quasi das, was man vorgestreckt hat, mit der ganzen Technik rausbekommen. Hier das Streaming-Equipment sind auch, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Euro. Das ist natürlich Stück für Stück gewachsen. Das heißt, ich habe mit einer GoPro angefangen, die habe ich mir gekauft, geguckt, wie es funktioniert und so. Und immer wieder, wenn man ein bisschen Einnahme hatte, habe ich das weiter finanziert. Und da habe ich das klar zweimal vorgestreckt so. Und das war nach einem Jahr ungefähr so, dass sich dann die ganzen, das, was man reingesteckt hat, hatte sich nachher so aufgehoben. Und ab da konnte man dann so ein bisschen was ansparen.
So viel um den Dreh. Und inzwischen, ehrlicherweise, habe ich den Luxus, dass Social Media auch nicht einen unbedenklichen, also sagt man unbedenklichen Betrag? Unrelevanten Betrag abwirft. Also das ist in der Tat so, das habe ich das Glück bei meiner Reichweite. Alleine die Einnahmen über YouTube und so, das ist nicht unbeachtlich. Und auch Twitch geht, aber Twitch macht mir einfach unfassbar viel Spaß. Und ja, das glaube ich wird von vielen unterschätzt und auch glaube ich von vielen Älteren unterschätzt, was da rumkommen kann. Ich versuche ja YouTube, also Werbung allgemein von YouTube versuche ich ja relativ weitgehend rauszuhalten, weil ich denke, das muss dann wirklich zum Content passen. Also richtige Werbeplatzierung haben wir ja bis jetzt kaum gehabt auf YouTube. Und man muss dann auch sagen, da sind die Communities total verschieden. Bei Twitch ist es voll fein, für etwas Werbung zu machen, wenn es irgendwie cool ist und irgendwie der Community auch ein bisschen voranbringt. Bei TikTok und Insta ist es auch voll fein. Da schreibt dir keiner, ey, lass die Werbung sein. Bei YouTube ist da wird aber komplett toxisch reagiert. Da wird dann nur noch Werbekanal hier, D-Abo ist raus. So, ich habe einmal gegengewogen. War tatsächlich mehr, als er mir angezeigt hat. Genau, aber bei YouTube wird sehr toxisch reagiert, muss man ehrlich sagen. Und bei YouTube ist es teilweise schon Maschinenvorstellung. Was wirklich, muss man echt sagen, das bringt ja alle voran. Also ich kriege ja kein Geld von den Herstellern und ich nehme auch kein Geld von den Herstellern für irgendeine Maschinen zeigen, weil ich denke, das soll so objektiv wie möglich sein und ich will da auch gar kein Geld für haben. Also wenn die Hersteller zu mir kommen und sie möchten irgendwas zeigen und ich sage, jo, da habe ich Lust drauf, dann zahlen die dafür nichts. Ne? Obwohl man bei der Reichweite ohne Probleme dafür Geld verlangen könnte. Aber ich finde es cool, wenn man das alles so testet. Ich will da sehr unbefangen an der ganzen Sache rangehen. Und da ist es teilweise so, dass da Leute schon unterschreiben, ist ja nur noch ein Werbekanal hier. Und das ist eigentlich total verrückt. Aber ich meine, man kann auf die Zuschauer pfeifen. Aber das wird komplett anders angesehen auf anderen Kanälen. Das ist total verschieden. Und auch selbst die Kommentare unterscheiden sich enorm. Also ein TikTok, muss man sagen, ist relativ viel Müll bei den Kommentaren dabei. Da sind, weiß nicht, sehr jung aufstrebende Landwirte, die sich da profilieren wollen, alle gegenseitig. Einer fährt geiler als der andere und es ist nur Scheiße, was man macht und alle anderen sind viel geiler, ist okay. Man gewinnt aber auch Leute, die sich dann wirklich dafür interessieren wollen. Man muss da einfach, glaube ich, ein bisschen abstumpfen bei den Kommentaren. Einfach so ein bisschen überfliegen. Das, was man beantworten möchte, kann man beantworten, was vielleicht sagt, oh, das ist interessant. Da machen wir mal einen TikTok draus oder machen wir mal einen Clip draus. Das ist wirklich eine interessante Frage. Bei Insta ist es viel gesitteter. Bei Twitch sowieso und auch bei YouTube auch. Aber man merkt bei YouTube auch einen großen Unterschied zwischen YouTube-Videos, also die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen wollen, oder YouTube-Shorts. Bei YouTube-Shorts findet man denselben Müll dann auch wieder drunter. Ne? Das ist so, aber wenn wir Leute für die Landwirtschaft begeistern wollen, dann müssen wir da durch. Dann nichtsdestotrotz ist das dann müssen wir damit halt leben. Und wir wollen Leute für die Landwirtschaft begeistern. Das ist ein cooler Job, wir müssen auch ein bisschen mehr aufklären, aber wir klären die Leute halt nicht auf. Und ich glaube, das ist das Verständnis bei anderen Berufskollegen völlig falsch. Wenn wir sagen, so, jetzt machen wir mal ein Aufklärungsvideo hier. Ja, da gucken sich nur andere Landwirte an und klatschen einmal drunter. Aber kein Mensch guckt ein Aufklärungsvideo, der sich aufklären lassen möchte. So. Man muss den Leuten Wissen an die Hand geben und dann sollen die Leute selber entscheiden, was jetzt cool ist und was die Politik gerade macht und was nicht. Also ich will den Leuten nicht sagen, dass die Politik scheiße ist, das, was die macht. Bin ich da ehrlich der Meinung, ich kann den Eckdaten geben über das, was die Politik macht und wie es in der Praxis aussieht. Und dann sollte sich der Zuschauer selber eine Meinung bilden. Und in der Regel landet er ja dann bei demselben Ergebnis wie ich, weil er hat ja dasselbe Wissen an der Hand und kann das dann selber einschätzen. Und da bin ich eher dafür, weil einige haben mir auch geschrieben, warum wir uns nicht mal zusammentun als Influencer und mal aufklären über die Politik. Nee, wir wollen aufklären über die Landwirtschaft. So, Leute, haben wir genug erzählt? Ich weiß, dass es einige auch mal so mögen. Wer das jetzt nicht wollte, das tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe. Ihr könnt ja auch jederzeit einfach skippen in den Videos, das geht ja völlig fein. Und ich finde auch, jeder kann sich ja sein Video so quasi angucken, wie er möchte. Also wenn er über mein Gelaberte drüber skippt, völlig fein. Skippt darüber, guckt euch nur die Trecker an. Guckt euch nur an, wenn ich was über die Maschinen erkläre. Geht ja völlig klar. Jeder hat da andere Interessen. Man kann das nie allen recht machen. Der eine will, dass ich mehr rede, der andere will, dass ich weniger rede. Der eine will, dass ich gar nichts rede in den Videos, sondern einfach nur zeige. Ja gut.
Dann kannst du es doch einfach tonlos gucken. Oder? Aber von daher. Leute, jetzt aber wirklich. Bis später. So Leute, nehme ich euch mal mit auf die letzten Meter, wa? Wir haben 15 Uhr, tatsächlich sogar 2 Stunden früher fertig, als wir geschätzt haben. Wir haben 17 Uhr gedacht, aber es ist keine Masse im Mais, Leute, keine Masse hier. Der steht 2,50 Meter, 3 Meter und einfach keine Masse da. Das ist total krass. So ein Mais mit so wenig Masse habe ich auch noch nicht gehäckselt, um ehrlich zu sein. Also der hat ja die Größe. Aber seht ihr mal lieber, Leute, da kommt es nicht auf die Größe an. Sage ich immer wieder, kommt nicht auf die Größe an. Ich habe schon 60 Tonnen Mais geerntet, der war gerade mal 3 Meter hoch. Und auch... Habt ihr schon das Schweine gesehen? Und auch ein 4 Meter Mais, der nur 40 Tonnen gebracht hat, sieht man auch alles. Also von daher... Ja, das war die Saison. Maisernte 2023. Lief gut. Und das ist, muss ich euch ehrlich sagen, das ist schön, wenn man eine Maschine hat, auf die man sich einfach verlassen kann. Dass man auch einfach nicht damit rechnet, dass die kaputt geht. Dass man einfach so ein Urvertrauen hat und sagt, ja, morgen Abend werden wir fertig und nicht, ja, hoffentlich, wenn aber nichts kaputt geht. So. Dass man wirklich, oh, jetzt ist aber mal was, wa? Das ist eine Seltenheit und das ist auch eigentlich schön und das beruhigt einen auch, wenn das Kaputtgehen quasi nicht dazugehört, sondern wenn man einfach eine zuverlässige Maschine hat. Da muss man ehrlich gestehen, die hat Klaas hier gebaut. Also, das ist eine zuverlässige Maschine. Muss man auch sagen, ist immer noch mal was, eine Erntemaschine ist immer noch mal was ganz anderes als ein Trecker. Ja, hier werden ganz andere Mengen bewegt, hier sind viel mehr drehende Teile, viel mehr Sensoren verbaut als beim Trecker. Und wenn da hier, sagen wir mal 900 Stunden, das Ding gut durchfährt mit 2, 3 kleinen Wehwehchen, dann ist das schon solide. Das ist schon eine schöne Maschine. Ösi, kannst du schon Mizi anrufen? Der braucht nicht mehr kommen. Nein, Ola auch nicht mehr. Ich sag euch was, das ist schön. Fertig zu werden ist schön. Gerade so, hier, das ist ja fast Tradition geworden. Ich bin jetzt hier zum 6. Jahr tatsächlich auch. Wir haben gestern erörtert zum 6. Mal, zum 6. Jahr. Und dann, wenn man dann am Ende sagen kann, so, das ist immer so das letzte große Ereignis. Klar, jetzt sind noch Sonnenblumendreschen, aber das ist bei weitem nicht so aufwendig wie zu häckseln. So. Ja, ich meine, ich habe hier jetzt auch nichts mit Transport am Hut, so, aber im Allgemeinen ist Häckseln ein bisschen aufwendiger als Dreschen. Sonnenblumendreschen freue ich mich tatsächlich noch so. Mein letztes Highlight. Morgen geht's nach Hause. Detlef ist noch nicht ganz fertig mit der Aussaat. Und dann mache ich noch ein paar Aufnahmen da von der Pronto. Und freue mich auch drauf, wieder ein bisschen Erde in der Hand zu haben, ein bisschen riechen, ein bisschen nach Saat zu gucken, ein bisschen Feldaufgang zu sehen. Hatte ich viel zu wenig. Ich habe ja gar keine AKFs die letzten Wochen gemacht. Das fehlt mir selber auch. Ich habe nur selber ganz schnelle, notdürftige AKFs gemacht für mich selber. Quasi einmal an Kita fahren, auf dem Rückweg schnell ein paar Felder vorbei, das mitnehmen und dann wartet das. So, jetzt ist hier nur noch eine kleine Kante vom Anhexe und dann wartet das für mich Maissaison 2023. Ich weiß nicht, Ola hat gestern gefragt, ob ich noch krass häckseln komme, muss ich erstmal mit ihm abklären. Das ist natürlich aufwendig, jetzt alles nochmal zu bauen für gar nicht so viel Hektar, ich glaube 60 Hektar oder so, alles nochmal umzubauen. Mal gucken, vielleicht machen wir den Freundschaftsdienst. Ist jetzt auch, das ist eine einzige, wenn ich jetzt nicht alles umbauen müsste, 2 Tage für 1 Tag häckseln, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja klar, mache ich dir das. Aber wir gucken mal, also vielleicht gibt es noch einen Häcksel-Vlog, wo wir hier Gras bei Ole häckseln. So, hier unter den Bäumen sieht man immer ganz schön, hier fehlt die Temperatursumme, hier ist es immer ein bisschen kühler. Hier sind das mag Mais, der steht immer ganz solide hier eigentlich, aber der reift halt hier nicht ab meistens unter den Bäumen hier, weil es so kühl ist. Da waren eben noch Schweine rausgekommen. Ich weiß gar nicht, habt ihr das auch gesehen? Waren noch rausgekommen, der Jäger stand gerade mit dem Handy auf dem Acker und hat sein Schweinchen begutachtet, was er geschossen hat. So, Ösi, war mir wieder eine Freude dieses Jahr.
Mit mir immer wieder Jordan. Das war's, Leute. Das war die Ernte. Ende.